Heute bei den Lately News haben eine Deutsche Post Briefzustellerin und ein Briefzusteller in Bottrop über Jahre Post gehortet, anstatt diese auszuliefern. Beide erklärten dies damit, dass dieses Lagern komplett konform geht mit den Briefrichtlinien der Deutschen Post, die nun einmal vorsehen, dass ein Brief mindestens 6 Monate lagern bzw. reifen muss, bevor dieser zugestellt werden darf. Weswegen beide von der Deutschen Post mit Verdienstorden belohnt wurden. Leider kommen die auch per Post, also dann erst in mindestens 6 Monaten. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich heute Abend, wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich auch heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Vampire the Masquerade Swan Song. Zumindest schon mal ein super kurzer und einprägsamer Titel. Jedenfalls ist Vampire the Masquerade Swan Song ein Rollenspiel-Videospiel von Nacon, dessen größte Schwäche es vermutlich ist, ein Rollenspiel-Videospiel von Nacon zu sein. Das bisher alleine solche Blockbuster wie Train Life, Hotel Life und den Beast Simulator veröffentlicht hat. Also ganz knapp bei Metacritics hinter den Veröffentlichungen von Rudi Software Resterampe. Na, mal schauen, ob es an seinen geistigen Vorgänger, das Pen-and-Paper-Rollenspiel Vampire the Masquerade herankommt, bei dem ich damals immer rausgeworfen wurde, weil ich angefangen hatte, allen das Blut auszusaugen. Leider nicht wegen dem Spiel, jedoch ist das eine andere Geschichte aus der Gruft. Aber kommen wir zuvorderst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Für mich persönlich war das Maskentragen noch nie ein Problem. Dafür war ich einfach auf zu vielen Eiswald-Stadtpartys von Günther Jauch. Und auch jetzt im 3. Jahr von Corona habe ich Masken wirklich zu schätzen gelernt. Gerade weil ich deswegen die Hackfressen der AfD nicht mehr komplett sehen muss und kaum noch weiß, was für hässliche Gesichtsruinen die haben. Sicherlich haben aktuelle Pornos an Reiz verloren, da alle Darsteller nur noch in ihren persönlichen Schutzausrüstungen Sex haben. Und das eher nach einem Corona-Schnelltestzentrum aussieht, denn nach Hardcore-Pornos. Dass man Masken aber auch zum Schmuggeln nutzen kann, hat der Zoll am BER gelernt. Und dort versuchten 2 Männer in ihren Masken mehrere Tütchen mit Ecstasy-Pillen nach Berlin zu schmuggeln. Aufgefallen waren beide nur, weil bei einem ein Tütchen aufgegangen war, er ein paar Ecstasy-Pillen verschluckt hatte und nun unter dem Schild vom Zoll zum Takt der Schiebetür tanzte. Derweil in Liverpool. Leider gibt man mir schon seit mehreren Jahren keinerlei Auszeichnungen oder Pokale mehr in die Hände. Jetzt weniger, weil ich es nicht verdient hätte, sondern einzig und alleine, weil ich das Talent habe, alles, aber auch wirklich alles aus meiner Hand fallen zu lassen. Deshalb tut es mir heute immer noch leid, dass mir 2014, als Lukas Podolski mir auch mal den WM-Pokal reichte, mir dieser aus meinen Händen glitt und auf dem Boden zerschellte. Immerhin habe ich den mit Panzertape und Kaugummi halbwegs wieder hinbekommen. Und scheinbar ist Ähnliches dem Rugby-WM-Pokal von 1994 passiert, der nun nach fast 30 Jahren wieder gefunden wurde. Denn dieser war nach dem Gewinn durch England auf der Heimreise verschollen. Nur ist es nur Rugby, von daher hatte es keinen gestört, dass der Pokal weg war. Denn Rugby ist genauso spannend wie einem Vortrag über total transparente Maskendeals von Jens Spahn zu lauschen. Noch zum Abschluss die Lately News Videospielkritik der Woche. Mit dem neuen Vampire the Masquerade Swan Song für alle aktuellen Konsolen. Wenn man denn eine bekommen konnte und nicht für 1000 € nur eine Originalverpackung der PlayStation 5 bei eBay ersteigert hat. Aber hey, damit habe ich mir eine PS5 und
eine Xbox finanziert. Jedenfalls knüpft das neue Vampire the Masquerade Swan Song direkt an den Vorgänger von 2004, Vampire the Masquerade Bloodlines, an, das schon damals keiner gezockt hatte, weil es so verdammt schlecht war. Und so stellt sich mir nur die Frage nach über 2000 Stunden, die ich im neuen Vampire the Masquerade Swan Song verbracht habe, um bei der Charaktererstellung einen Vampir zu erschaffen, der 33% Blade, 33% Edward Cullen und 33% Elon Musk ist. Ist eigentlich jedem bewusst, dass Elon Musk ein Vampir ist? Spricht doch alles dafür. Helle Haut und meidet das Tageslicht, wie ansonsten nur die Eltern von Jens Spahn, ihren Sohn Jens Spahn. Nichtsdestotrotz sei gewarnt, Vampire the Masquerade Swan Song, 8 von 10 dunkelgrünen Lately Fake Bugs und eine Knoblauchzehe, um Elon Musk abzuwehren. Oder Jens Spahn, wobei bei dem hilft eine Drohung mit einem Maskenuntersuchungsausschuss und der rennt wie ansonsten nur seine Eltern vor ihm wegrennen. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und zu unserem Wetterkorrespondenten Froschi Fehlbetrag mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Fehlbetrag. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen zu dem ein oder anderen verregneten Tag kommen wird, dank einiger geplatzter Schecks meinerseits. Also ein fast normaler Freitag im Mai oder im Juni oder im Juli oder bis zum Mai nächsten Jahres. Das waren die Late News, aber keine Sorge, wir sind wieder am Dienstag dann zur Show. Nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.